Ich habe mich selbst mit reingenommen, weil ich natürlich sehr gerne auch in dieser Elf spielen wollen würde, mit diesen tollen Spielern. Und Mario Götze, Robert Lewandowski, da freue ich mich drüber. Ein sehr offensives System, Dreierkette mit 6 Mittelfeldspielern, 2 offensiven Flügelspielern und einem Weltklasse-Stürmer. Man muss dazu ja sagen, dass alle Spieler, die ich jetzt nenne, dass das Spieler sind, mit denen ich zusammengespielt habe. Für den Torwart, bei der Torposition habe ich mich für Roman Weidenfeller entschieden. Und weil ich in Dortmund eine sehr tolle Zeit mit ihm hatte, sehr viele Erfolge feiern durfte. Auch so meine ersten richtig großen Erfolge im Profifußball. Und zu seinen Hochzeiten war er ein unfassbarer Torwart, auf der Linie sensationell und auch eine großartige Persönlichkeit. Und deswegen Roman Weidenfeller. Abwehrspieler Nummer 1, jetzt auch kein typischer Innenverteidiger eigentlich für eine Dreierkette, aber ich habe mich für Philipp Lahm entschieden. Einer der zuverlässigsten Spieler, die ich je miterlebt habe, ehrlich gesagt. Macht nie einen Fehler, immer gut am Ball, sehr stabiler Spieler. Glaube ich für eine Dreierkette sehr, sehr wichtig. Dann Vincent Kompany. Mein Freund aus Manchester-Zeiten. Sehr robust, sehr aggressiv, sehr zweikampfstark. Auch nicht so schlechter am Ball, wie man vielleicht von außen denken würde. Unglaubliche Kraft, unglaubliche Power und fantastischer Charakter. Der dritte ist Mats Hummels, einer der spielstärksten Innenverteidiger, mit denen ich je zusammengespielt habe, vielleicht sogar der spielstärkste. Unglaublicher rechter Fuß, auch toller rechter Außenriss, da freut er sich immer besonders für. Zweikampfstark, tolles Abwehrverhalten, sehr smarter Spieler. Auch ein Spieler, mit dem ich sehr, sehr viel Erfolg hatte. Momentan einer der besten Mittelfeldspieler auf der Welt auch und deswegen natürlich auch völlig zu Recht auch in meiner Traumelf. Kevin De Bruyne, den habe ich ein bisschen zurückgeschoben. Musste ich zurückschieben, weil es sonst zu offensiv gewesen wäre. Mit dem ich jetzt bei City zusammenspiele. Ja, unglaublich tolle Pässe, unglaublich tolles Ballgefühl. Sieht Räume, die kaum ein anderer Spieler sieht. Völlig zu Recht auch in meiner Traumelf. Und daneben bin ich. Ich habe mich selbst mit reingenommen, weil ich natürlich sehr gerne auch in dieser Elf spielen wollen würde. Mit diesen tollen Spielern. Und da freue ich mich drüber. Ich habe da noch 2 offensive Mittelfeldspieler. Der eine ist Mario Götze. Den ich als bestes Talent, mit dem ich jemals trainiert, zusammengespielt habe oder selbst auch im Fernsehen gesehen habe, dann auch betiteln würde. Ich kann mich erinnern, als ich damals zu Dortmund gewechselt bin und er, glaube ich, 18 war gerade erstmal, hat er Dinge im Training gemacht, die ich so auch selbst bis heute echt auch noch nie gesehen habe. Unfassbar toller Fußballer, unfassbar guter Junge. Ich habe schon einige Traumelfs, glaube ich, zusammengestellt in meiner Karriere bisher und er war immer dabei und wird auch immer dabei bleiben, weil ich mich einfach immer sehr gerne daran erinnere, wie er im Training agiert hat und wie clever er sich auch angestellt hat, immer. Ja, unfassbar toller Fußballer. Und der andere hat sehr ähnliche Qualitäten, ist ein bisschen älter, aber nicht minder einzuschätzen ist David Silva. Der auch einer der intelligentesten Fußballer ist, mit denen ich je zusammengespielt habe, die ich je gesehen habe. Er weiß immer, was gerade um ihn herum passiert, selbst in seinem Rücken, was gerade vor sich geht. Er ist immer so clever mit seinen Drehungen, den Ball abzuschirmen, obwohl er wirklich sehr klein ist und auch in der englischen Premier League immer gegen 2 Meter Hünen dann auch spielen muss. Verliert er kaum einen Ball und hat immer den richtigen Blick auch für den Mitspieler. Auch ein Spieler, mit dem ich sehr große und tolle Erfolge auch gefeiert habe. Fehlen noch 2 Flügelspieler, ja. Links außen habe ich mich für Marco Reus entschieden. Mit dem ich auch jahrelang in Dortmund zusammengespielt habe. Mit dem ich mich super verstehe, nicht nur so charakterlich, auch auf dem Platz hatte ich immer das Gefühl, dass wenn ich am Ball war,
dass er wusste, was ich gerade denke und er dementsprechend auch den Laufweg angeboten hat und ich wusste halt auch genau, wo ich den Ball immer hinspielen musste. Ich glaube einfach, dass die Chemie da auch zwischen uns auch extrem gut gestimmt hat. Ja, unfassbar genossen, auch mit ihm zusammen zu spielen. Rechts außen habe ich mich für Leroy Sané entschieden. Mit dem ich bei City auch 4 Jahre zusammengespielt habe, der auch ein unglaublicher Fußballer ist, eine Dynamik hat, die ich so bei keinem anderen auch gesehen habe. Eigentlich noch sehr jung, aber auch schon viel gewonnen und auch viel erlebt, glaube ich. Faszinierende Spiele gezeigt und zeigt jetzt bei Bayern gerade auch wieder, was für ein unglaublicher Fußballer ist. Ein Spieler, dem man auch nur das Beste für die Zukunft wünscht. Natürlich auch ein bisschen egoistisch gesehen, auch für die Nationalmannschaft natürlich. Ich freue mich, dass ich noch nach wie vor hier beim DFB mit ihm zusammenspielen darf. Fehlt eine Spitze, der momentan beste Stürmer auf der Welt. Robert Lewandowski, mit dem ich in Dortmund auch jahrelang zusammengespielt habe. Er war damals schon unfassbar, aber jetzt ist er wirklich der beste Stürmer momentan und schießt Tore wie am Fließband, macht gefühlt, was er will auf dem Platz und alles hat Hand und Fuß und seine Zahlen sind unfassbar, aber auch die Art und Weise, wie er Bälle behauptet, mit seiner Körperlichkeit, mit seiner Physis, aber auch mit seiner Technik, wie clever er sich anstellt, ist eine Bereicherung für Bayern München, für die Bundesliga, für den Weltfußball. Und es war mir eine Ehre, mit ihm zusammenzuspielen.